Spitzenspiel in Münster, dass ich das mal in Verbindung mit Preußen Münster sagen würde. Hätte ich auch nicht gedacht zu Beginn dieser Karriere. Borussia Dortmund wartet heute, der Tabellenführer. Wir sind aber auch gut drauf. Ich will uns jetzt gar nicht kleinreden. Wir haben im Pokal gewonnen, wir haben in Leipzig, wir haben in München gewonnen. Wir sind jetzt in einer richtig guten Phase und da kommt Dortmund vielleicht genau gerade recht, um mal zu gucken, wo wir stehen. Wenn wir nämlich gewinnen, haben wir nur noch einen Punkt Rückstand auf dem BVB. Das ist die Ausgangslage. 2, 3 Spiele habe ich hier durchgewechselt. Werdet ihr gleich noch sehen. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es hier gegen den BVB läuft. Die unter anderem Havertz haben, die unter anderem auch mit Adeyemi, glaube ich, spielen. Mit Brandt, mit Malen. Kovacevic, ja, ein weiterer Kroate aus unserer Jugendabteilung spielt. Dann Collins, auch ehemals BVB. Dem werden sie auch noch ein bisschen hinterher trauen. Und rechte Seite Kaba. Anstatt Poso. Der muss auch mal eine kleine Verschnaufspause kriegen. Wird dann in den nächsten Spielen gebraucht. Und da ist er nämlich. Ist zwar Linksfuß, spielt halt jetzt rechts, aber dann kann er solche tollen Flanken schlagen. Jongwa, schade. War gar nicht schlecht. So, und jetzt halt auch die Frage, wie macht's der BVB? Die haben diesen Finn Buckley, den hätte ich halt auch wirklich, wirklich gerne, aber Freigabesumme von 97 Millionen, da bin ich nicht dabei. Da gehe ich nicht mit. Und verhandeln brauche ich erst gar nicht, weil die gehen, glaube ich, nicht unter die 100 Millionen Grenze. Schade, aber gut. Was will man machen? Den BVB heute schlagen, das wollen wir. Nacho Ferri, Listesch läuft durch. Ah, leider im Abseits, aber Wanner nicht. Oh, der Ball bleibt liegen. Ja, es regnet mal wieder. Hier stehen die Pfützen auf dem Platz. Bin ich sehr, sehr gespannt. Brandt. Aber Chavez, ja, der macht das. Aber wird von Adeyemi wieder abgedrängt. Ist ein Zufall. Dortmund bleibt im Ballbesitz. Havertz verliert den Ball. Sehr, sehr schön. Und dann geht es wieder nach vorne. Ganz schnell. Schnell umschalten. Aber ihr seht, wir müssen es auch hier ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter machen. Dortmund presst zwar vorne auf Höhe der Mittellinie, aber wir sind auch da. Oh, Grätsche. Riskant, aber sie hilft leider. Von Salih Özcan. Ja, da ist gleich ganz anderer Zucht drin als im Pokal. Ne? Das war gegen die Eintracht schon ein bisschen humaner, ein bisschen entspannter, aber da ist er. Buckley. Finn Buckley auf Havertz. Havertz. Führung. Auch das hat man schon so ein bisschen kommen sehen. Das war auch wieder zu leicht. Wir kriegen da leider keinen Zugriff auf der Außen und dann Havertz in der Mitte. Der macht halt solche Dinger, wenn er ihn frei stehen lässt hier. Das geht natürlich nicht. Das ist wieder zu luftig verteidigt. Da ist niemand. Der kann sich den Ball nochmal zurechtlegen und dann geht er halt rein. Langes Eck, nichts zu machen für Sinamoy. Schönen Gruß auf jeden Fall. Finn Buckley, nochmal 10 Millionen mehr wert jetzt. Nach der Vorlage. Na gut, aber wir machen weiter. Wie immer. Wir haben ja noch genug Zeit, um uns hier Chancen rauszuspielen. Zur Not machen wir es einfach mal von Weitem. Wanner. Eine erste Annäherung, aber da kommt auf jeden Fall noch mehr. So richtig gefährlich im Strafraum waren wir halt leider auch noch nicht drin. Remberg, sehr schön. Auch die Zweikämpfe müssen wir gewinnen. Im richtigen Moment führen. Oh, Bensebaini. Kobel, Chavez, Bensebaini. Das geht auch gut und sicher bei Dortmund. Hinten raus und dann halt auch immer wieder über rechts. Ja, gerade über Malen, gerade auch über Finn Buckley. Das kommende Nachwuchstalent oder der nächste Weltstar wahrscheinlich. Auf der rechten Seite, Wanner. Jetzt gehen die Bälle auch leider zu leicht verloren. In die Zweikämpfe kommen wir leider auch nicht so gut rein, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind drinne. Ja, und dann ist er wieder leider zu weit. Diesmal bleibt er nicht liegen, weißt du? Vorhin in der Pfütze liegen geblieben, hier nicht. Das ist halt auch immer sehr viel Zufall. Oh, abseits muss das sein, ja. Das war abseits, das habe ich gesehen. Und dann liegen wir halt auch nur einzeln hinten. Aber ihr seht, die Dortmunder, die pressen sehr, sehr hoch. Die laufen vorne drauf. Und da halt eine Lücke zu finden oder die Lücken. Oh, Fehler über Fehler jetzt im Mittelfeld. Das sind dann halt auch mal 1, 2 Fehler zu viel. Und Brandt zum zweiten. Und Sinamoy, kriegt er den noch? Ja, kriegt er. Das sind dann halt irgendwann 1, 2 Fehler zu viel, ne, wenn du das machst. Sinamoy, schöner Abschlag. Oh, mein Gott. Wie an der Schnur gezogen. Ein bisschen lang.
Also wir bemühen uns, wir sind dabei, aber wir kommen irgendwie vorne nicht so ins Pressing rein wie die letzten Spiele. Weil halt auch nochmal ein ganz anderer Gegner, oh ne, auf dem Platz steht Buckley. Guck den das an, ist ja ein Cheat, was der hier macht. Oh, schöne Flanke, Adeyemi und Sinamoy. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück. Sinamoy macht sich breit, aber der Antritt von Buckley und dann muss den Adeyemi natürlich machen. Reaktionszeit ist da. Aber es dauert nicht mal lange, dann klingelt es hier, glaube ich, zum zweiten Mal. Es läuft darauf hinaus. Wir sind in den Zweikämpfen drin. Das ist gar nicht schlecht. Das Gegentor war auch wieder vermeidbar. Aber ihr seht, die Dortmunder greifen im 4-2-3-1 vorne an. Sollten wir vielleicht auch mal probieren zur zweiten Halbzeit. Eine deckungsgleiche Formation. Aber ihr seht, das ist so schwer. Gerade durchs Mittelfeld. Du hast nicht mal 2 Sekunden Ruhe. Und schon wieder Dortmund. Wieder überredet über Buckley. Ey Junge, der geht mir so auf die Nerven. Ich will den haben. Werde ich aber leider nicht bekommen. So, ich muss jetzt irgendwas machen. Also 4-4-2 scheint nicht so das Richtige zu sein. Wir machen mal 4-3-2-1. Wir machen mal dieses Tannenbaum-System. 3 Leute im Mittelfeld. Und dann die Hoffnung durch die 2 ZOMs, dass sie sich so zwischen die Abwehr reinfallen lassen oder dass sie da die Lücken finden. Ich muss irgendwas probieren, weil so kann es nicht weiterlaufen. Das ist heute leider nicht so ein gutes Spiel bislang. Sieht man auch, weniger Ballbesitz, nur 1 Schuss aufs Tor. Und so soll es dann in der zweiten Halbzeit klappen. 4-3-3. Wir haben halt keinen auf dem Flügel, ne? Das heißt, wir müssen es jetzt mehr über die Mitte machen. Wir können dann eventuell ein paar mehr Doppelpässe spielen. Das ist alles in der Theorie. Das hört sich immer sehr schön an und auch mit Magneten verschieben hin und her. Aber wir müssen es auf den Platz dann jetzt auch mal bringen. So, Jongwa Wagner macht sich auf den Weg. Genau, das ist schon mal eine Idee. Aber das war jetzt nicht so eine gute Idee. Wagner gegen Vivian. Aber trotzdem, bleib drauf, dann kriegst du den. Oh, der war doch schon dran. Der muss sich einfach den Ball nehmen. Oh, und jetzt Malen gegen Jongwa. Kommt da hinterher. Doch, müsste er eigentlich schaffen. Oh, aber Malen, der setzt sich da durch. Und dann sieht es natürlich so aus, wie es leider aussieht. Kommt Wagner nicht hinterher? Doch, kommt er hinterher. Aber dann verliert er den Ball. Wieder an Buckley. Der kann gefühlt überall spielen. Der ist ja so wahnsinnig schnell und wendig. Da kommen wir ja gar nicht hinterher. So, Jongwa, jetzt vielleicht mal der Ball durch die Lücke. Ja, schade. Da war die Idee, die ich euch gerade gesagt habe, wenn er sich zwischen Verteidiger und Außenverteidiger fallen lässt. So, jetzt Achtung, würde er wieder durchziehen. Ey, das ist Wahnsinn. Du kannst ihn nicht aufhalten. Der ist nicht aufzuhalten. Warum habe ich den nicht früher entdeckt? Vielleicht gab es den auch früher nicht. Ja, der BVB spielt das leider gut. Warum ausgerechnet gegen uns heute? Und auch Finn Buckley, der spielt wahrscheinlich heute sein bestes Saisonspiel. Aber wir sind noch nicht geschlagen. Guck, Dortmund, die rücken auch früh raus. Wir müssen halt einfach im richtigen Moment, sagt sich immer so leicht, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber da muss es mal hinten rumgehen. Dann gehen die vorne wieder drauf. Und das machen die seit Minute 1. Das machen die seit der ersten Minute. Aber noch ist Zeit. 1 Stunde gespielt. Ferry jetzt allein gegen alle. Ist nicht viel zu machen heute für ihn. Ist auch sehr, sehr unglücklich. Aber er holt sich den Ball, wollte ich gerade sagen. Vorteil. Und wieder Malen. Also die rechte Seite, die bereitet mir heute echt sehr, sehr viel Kopfschmerzen. Malen und Finn Buckley. Und links sieht es ja nicht viel anders aus mit Karim Adeyemi. Ja, Collins dazwischen. Gut. 4-2-3-1. Nächster Versuch. Und wenn das nicht hilft, dann mache ich ab der 70. oder 75. die Dreierkette. Achtung. Jetzt könnte es aber schon vorbei sein. Adeyemi. Oh, was machen die denn? Viel zu kompliziert eigentlich gespielt, aber am Ende doch das zweite Tor für Dortmund. Da spekuliere ich auf einen Schuss von Adeyemi. Grätsch. Weil im Normalfall, wenn ich da nicht grätsche, dann schießt er. Und dann bricht er nochmal ab. Und dann sieht es halt auch ein bisschen kurios aus. Aber gut, Havertz, da hilft die Pfütze noch ein bisschen mit. Der Ball bleibt fast liegen. Rollt in Zeitlupe über die Linie. Na gut, also. Gegen Leipzig und gegen die Bayern hat es gereicht. Gegen Dortmund ja, wird es halt offensichtlich nicht reichen. Da ist es doch vielleicht ein Schritt noch zu groß oder beziehungsweise noch ein bisschen zu hoch. Aber wir haben ja letzte Saison auch zum Beispiel 0-0 gespielt gegen Dortmund. Also wir können auch gegen Dortmund mithalten.
Sieht halt leider heute so aus, wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, wenn wir hier ganz schnell den Anschlusstreffer schießen, ob nicht doch vielleicht noch was möglich ist. Aber da muss er wirklich bald fallen. Ansonsten ist das Ding halt hier durch. Özcan Brandt auf der Außen. Gegen Kaba, ja, der zahlt heute auch ein bisschen Lehrgeld. Der wird heute ganz schön rund und nass gemacht. Und dann klappt natürlich auch sowas. Und dann ist das Spiel aus. 3-0, Adeyemi. Der dann halt auch mal so einen Ball unter die Latte knallt. Deswegen ist Dortmund Erster und wir nicht. Ihr seht, da fehlt doch noch ein ganz schönes Stück bis ganz nach oben. Aber ist überhaupt nicht schlimm. So Spiele hat man mal. Ja, da ist nichts zu machen für Sinamoy. Auch wenn der ins Torwart-Eck geht. So schnell kriegt er gar nicht die Arme hoch. Ja, also wir werden mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, aber ich will uns auch gar nicht schlecht reden. Ey, guck dir das mal an, was die machen. Das ist Wahnsinn, was für ein Pressing-Spiel, ja? Und dann gibt es das vierte Tor. 4-0, Adeyemi. Du kannst nichts machen, das ist wieder so ein Spiel, so ein ganz typisches EAFC FIFA-Spiel. Du kannst einfach nichts machen. Du kommst nicht in die Zweikämpfe rein, die legen sich den Ball 10 Meter weit vor und du kommst nicht hinterher, du kannst machen, was du willst. Das ist schon eine derbe Klatsche jetzt hier, weißt du, auch der Lupfer. Der geht auch nicht immer ran und gerade mit rechts, weißt du, links ist sein starker Fuß. Aber gut, lieber einmal 4-0 als 4-mal 1-0. Also lieber einmal richtig auf die Fresse kriegen. Aber ich werde deswegen jetzt nicht meine ganze Formation wieder über den Haufen werfen. Der hat ja gut geklappt. Es war halt heute leider ein Gegner, der, wie gesagt, von Minute 1 an, egal wer, gepresst hat, draufgegangen ist. Guck mal, die machen das jetzt auch noch in der 78. Minute, auch beim Stand von 4-0. Ist nicht viel zu machen. Guck mal, ja, Adeyemi geht von links nach rechts. Müssen wir einfach neidlos heute mal anerkennen. Der Gegner war besser. Oder ist besser, war besser. Wird auch dieses Spiel gewinnen. Vielleicht noch ein Ehrentor? Nee. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Remberg, da ist zum Beispiel ein Foul. Das ist ja auch Wahnsinn im Mittelfeld. Wer da alles grätscht, Jungs. Macht mal ein bisschen halblang. Die müssen alle Montag wieder arbeiten. Gibt's Gelb? Gibt's Rot? Was gibt's? Ja, Gelb für Özcan. Und mal die Chance, aus einem Freischuss was zu machen. Haben wir einen guten Schützen. Mal gucken, wer das gut kann. Wagner kann das gut. Wir machen es mal mit Wagner. Und ich probiere mal was. Ein Flatterball. Mal gucken, ob das klappt. So. Oh, ich weiß nicht. Mal gucken. Egal, komm. Wir probieren was. Die Tribünen lernen sich, verpassen dann dieses Traumtor. Ihr habt gesehen. Der ist schön geflattert, aber mit zu wenig Kraft. Und von daher eine weitere Chance, die nichts Zählbares gebracht hat. Jetzt haben sie auch noch Guirassy drin, also wenn du auch noch so eine Bank hast, weißt du, hast Havertz in der Startelf, hast noch Guirassy auf der Bank. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, ein anderes Regal. Nächste Ecke geklärt, Guirassy kommt wieder ran gegen Wagner. Auch eine ganz, ganz schwierige Partie heute für ihn gegen Adeyemi oder gegen Malen, gegen Finn Buckley. Sehr, sehr undankbar heute, echt sehr, sehr undankbar. Aber was willst du machen? Kannst du machen, nix. Fehlt nur noch, dass Finn Buckley trifft. Achtung, Guirassy, kein Foul. Ja, also es gehört auch immer so ein bisschen Spielglück mit dazu. Das hatten wir halt heute leider gar nicht, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt einmal aufs Tor geschossen haben. So ein ähnliches Spiel wie gegen Wolfsburg zu Hause. Da waren wir auch chancenlos. Und auch heute vom Ergebnis her, das geht auch in Ordnung. 4-0. Müssen wir ganz schnell abhaken. Strich drunter. Und die nächsten Spiele, da bin ich mir sehr sicher, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Was haben wir hier so für Ergebnisse? Hamburg gewinnt, Stuttgart, Wolfsburg unentschieden, Frankfurt gewinnt in Hoffenheim. Und jetzt geht's in der Europa League weiter gegen AZ Alkmaar. Okay, die sind 34. Wir sind 28. Also beide noch mit Chancen, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ja, Karamoko sind halt auch jetzt Optionen. Ne? Karamoko mit einer 66, der kann eventuell mal in dem Ligaspiel für die letzten 10, 15 Minuten reinkommen. Muss ich gleich nochmal gucken. Deutschland Scout. Was haben wir hier so für Updates? Wie gesagt, wieder Finlay Buckley. Nicht Finn Buckley, Finlay Buckley. Freigabesumme, ein Wert von 67 Millionen, also Verhandlung ist da, 30 Millionen weniger zu zahlen, aber
Das Geld kannst du, glaube ich, in die Hand nehmen, ey. Wenn ich mir mal hier die Stats so angucke. 95 Beschleunigung, 93 Sprint, Tempo, faire Zweikämpfe, 82, Grätsche, 84, dazu beweglich, dazu hat er langer Einwurf in Silber. Also mit dem kannst du auch mal reinwerfen, in Strafraum, 19 Jahre, der kann auch im zentral defensiven Mittelfeld spielen. Ja, so ein Münster-Trikot würde dem auch gut stehen, aber da sagt mein Geldbeutel leider, no, das geht leider nicht. So, wir gucken mal, also wir sind, oder wir müssen 24. werden, oder? Platz 28? Wie war das? Platz 24, ne? Glaube ich. Die letzten 10 Teams scheiden aus. Also müssen wir Trabzonspor jetzt erstmal überholen. Alkmaar ist drittletzter, hat noch kein einziges Spiel gewonnen, geschweige denn überhaupt ein Remis geholt. Ja, wird ein 50-50-Ding. Mal gucken. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Halt. Bundesliga-Tabelle. Wollte ich doch sagen. Irgendwas habe ich doch vergessen. Bundesliga-Tabelle. Da ist Real Madrid vorne. Ganz klare Sache. So, wo haben wir denn hier Bundesliga? Pokal, so, Bundesliga, 7. Platz. Bayern sind wieder hinter uns. Haben aufgeschlossen, haben in Leipzig dann wahrscheinlich gewonnen. Oben Dortmund und Frankfurt. Beide punktgleich. Frankfurt das einzige Team, das noch nicht verloren hat. Also war das eine Ehre für uns, dass wir die im Pokal geschlagen haben. Das ist auch so ein bisschen kurios. Sie waren gar nicht so stark im Pokal, aber offensichtlich in der Liga so gut, dass sie oben mit Dortmund auf Platz 1 oder beziehungsweise Platz 2 stehen. Ich sage ja, diese Liga hier, die ist wild, ganz, ganz wild. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, Daumen nach oben, kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ciao, ciao.